Wenn man das kaufen könnte im Moment in großen Stückzahlen, dann wäre man wahrscheinlich Multimillionär, denn diese Fahrzeugklasse ist eine der meistbeliebtesten Fahrzeugklassen im Moment. Es ist ein Kastenwagen, diesmal von Roller Team. Ja, er kostet 35.999 Euro. Stell dir mal vor, Steffi, 35.999 Euro. Dafür kriegst du ja noch nicht mal einen Mittelklassewagen, sage ich jetzt mal. Und hier kriegst du ein komplettes Reisemobil, sogar schon mit Markise. Großartig. Ist Ich so. bin, ich bin gespannt, was sich dahinter verbirgt. Ja, du hast Ja. heute Nacht in einem Weinsberg Pepper geschlafen, einen Gebrauchtwagen hier bei Palmowski. Wir sind bei Palmowski in Bielefeld. Und du hast gesagt, der könnte größer sein, ne? Ja, wahrscheinlich liegt es daran, dass wir uns so viele große Reisemobile angeguckt haben und dann ist man ein bisschen verwöhnt. Aber es ist Jammern auf hohem. Ich habe nicht gejammert. Also das ist schon ein Luxusproblem. Nee, es war trotzdem toll. Ich habe super geschlafen. Ja, da ist schon unglaublich viel dabei. Also das Fahrzeug hier, wie es hier steht, das ist der Grundpreis. Also man kriegt das Auto für 35.999 Euro, wie er hier steht, mit allen Extras, die da sind. Also kostet er 43.299 Euro. Das ist alles dabei, zeige ich mal gerade. Also Palmowski, ich sag mal, ist ja dafür bekannt, dass sie Angebote machen, da ist schon alles dabei. Also da hast du jetzt hier Aufpreis, Solaranlage, Markise, ESP und Traktion Plus, lackierte Stoßstange, LED-Fahrlicht und. Ein Van-Paket ist mit dabei. Dann, ich sag mal, das ganze Zubehör hier, Fernseher mit drin, Feuerlöscher, die DVB-T-Antenne, das Radio, Kabeltrommel, alles, was du brauchst, ist hier bereits mit drin. Und wenn du es jetzt mal siehst, die haben das schön gemacht, ein schlichtes weißes Fahrzeug aufzuwerten, in dem zum Beispiel die Stoßstange lackiert ist. Das macht total was her. Absolut. Also ich finde es auch schick. Ist normalerweise ja schwarz, also das, ich sag mal, sieht dann eher aus wie ein Kastenwagen in weiß, schon mal ganz hochwertig. Dann das Design, toll, oder? Ich finde es toll. Sieht edel aus, sieht schick aus mit der weißen Stoßstange hier lackiert. Oder überhaupt das ganze Fahrzeug sieht sehr schick aus. Und ich würde jetzt im ersten Moment, ich habe noch nicht drin gesessen, aber ich würde direkt sagen, das fahre ich. So, wir sitzen gleich mal drin, dass wir das mal sehen. Von der Länge her, Steffi, wenn du mal kurz schaust, wäre das okay für dich? Weil du hast ja schon gesagt, so ganz große Fahrzeuge, das ist nicht so dein Ding, aber der ist doch sehr kompakt, oder? Sehr kompakt. Also ich gehe gleich mal rein, aber im ersten Moment, jetzt wenn ich so gucke, würde ich sagen, traue ich mir zu. Ja, große Markise mit drin, hier eine Thule Omnistor aus Schweden mit dabei. Das Design in Carbonoptik hebt das ganze Fahrzeug komplett hoch. Also du bist wirklich, hinten siehst du, so sieht die Stoßstange normalerweise aus. Das ist mit drin. Und wenn ich überlege, dass es hier losgeht für knapp 36, ja, der Livingston K2 in einer speziellen Ausführung. Hinten, guck mal, die Fenster, die sind auch nicht einzeln, sondern das sieht sehr hochwertig aus. Ja. Dadurch, dass es ein Fenster in einem Fenster ist. Wenn du mal kurz öffnest, bitte. Ein Fenster, also, Unten, genau. Und da siehst du, ja, guck mal. da ist ein kleines Fenster drin. Das ist natürlich toll. Du machst Das erst heißt, das ist... drücken auf den roten Knopf. Ja. Ich wollte es mal eine- ausprobieren. Sei Ist nicht eine ungeduldig. Steffi-Sicherung. Unten noch, schau mal. So, und jetzt geht es automatisch auch schon hoch. Und dann, guck mal hier draußen, dann bewegt sich komplett das Fenster. Wenn du es jetzt mal anhebst, so ein kleines bisschen, dann bewegt sich das ganze Fenster. Und das ist natürlich optisch was ganz Tolles, weil du hinten langsam einfach nur. Der Trick ist langsam. Also je schneller du es machst, dann bleibt es, ohne Witz, ist so, viele machen es ganz schnell. Wenn du aber ich würde denken, schnell und dann rastet es ein, aber nee. genau umgekehrt, also langsam. Und wenn du es ganz hoch drückst, dann geht es wieder raus. Fliegengitter hast du auch mit dabei. Das ist hier unten. Nein. Das ist die Verdunklung. Ja, ich war heute Morgen so schockiert, dass ich gefilmt wurde, direkt nach dem Aufstehen, dass ich noch gar nicht so... So, und dann oben hast du Fliegengitter. Kannst du runterziehen, was fast noch wichtiger ist wie alles andere. Und da kannst du das machen. Also wir sprechen im Auto von einem Grundpreis von gerade mal 36.000 Euro. Das ist wirklich sehr gefragt. Bitte mal die Tür öffnen, die zweite. Dann kann man auch mal sehen. Du ziehst hier unten dran, schau mal. An dem Hebel einfach ziehen zu dir. Dann geht's auf. Die kann man auch noch weiter öffnen. Und du kannst das Bett jetzt hochklappen. Das heißt, dann kannst du hier Fahrräder durchladen oder kannst eine Hundebox hinstellen. Auf der linken Seite üblicherweise sind hier die Gasflaschen. Fahrzeug wird in Italien gebaut.
aber hier sind keine drin, denn dann wäre hier auch keine Öffnung gewesen. Hätte ich eigentlich selber drauf kommen können. Und du hast hier eine Truma-Heizung mit drin. Hier ist die Aufbaubatterie, eine AGM, ist schon bereits mit drin. Das heißt natürlich autark. Das sind die Verdunklungen für vorne. Das sind so Isolierschutze für den Winter auch, Okay. dass du es richtig schön kriegst. Die Kurbel für die Markise mit drin. Aber süß auch. Also, ja, du liegst hinten im Bett, guckst raus. Also, das finde ich auch ein richtig süßes Fahrzeug. Aber überleg mal, für das Geld hätte ich jetzt erwartet, dass die Inneneinrichtung nicht so schick ist, weil weiß Hochglanz mit italienischem Design und schick, dann auch noch helle Farben. Das ist so ein, ich sag mal, graues Holz, unglaublich im Trend. Mega schick aus, sieht mega schick aus. Ich finde ja hell sowieso schön, ne? Dadurch wirkt das einfach immer so clean, sauber und größer auch. Das Dunkel drückt ja dann ein bisschen mehr. Da sind die Gasflaschen, schau mal auf der rechten Seite. Normal immer links. Doppelt gesichert. So. Genau, und die haben auch hier eine Dichtung, siehst du? Sollte nämlich Gas mal austreten in dem unwahrscheinlichen Fall, da das LPG schwerer ist, fällt es nach unten und hier unten ist offen, siehst du? Da kannst du reingucken. Ja. Das ist dazu da, dass du das denn hast. Also eine Sicherheitsstufe Nummer. Und dann kannst du das hier hochdrücken, wenn du mal gerade probierst. Entweder so oder halt auch zur Seite, wenn du es mal gerade ganz runter lässt. Ganz runter. So, und dann nochmal hier einrastest und dann auf der linken Seite hochdrückst. Wenn du es mal links hochdrückst, auf der linken Seite, ja, guck mal hier, warte, ich zeig's dir mal, da hoch und dann hier so hochdrückst. So meinst du? Genau. Ah, so nämlich. Dann hast du nämlich den Vorteil, du kannst es jetzt hochdrücken, hast hier oben diese Gurte, siehst du die? Ja. Die kannst du hier oben einhaken Ja. und dann steht das ganze Teil komplett oben zum Durchladen. Also wenn du da mal was transportieren möchtest und so weiter, das klappt ganz gut. Dann ganz oben, ne? Ja, man kann es komplett hochladen, machen wir jetzt nicht, aber lass noch mal runter, Steffi, bitte. Dass wir gleich mal das Bett mal testen. Einmal Gerne. kurz mal prüfen, weil Bett getestet werden. es ist ein Querbett, muss man sagen. Der Fiat Ducato ist sehr breit. Deswegen können also Personen, die jetzt bestimmt kein Auto für zwei Personen, die über 2 Meter sind, dafür ist es nicht gebaut. Aber wenn ich sag mal, zu zweit bin, liege dann hier mit dem Kopf zu der Seite, was man auch sieht, da ist es auch höher. Da hast du auch die Leselampen mit dabei, die dabei sind, direkt 2 Stück. Rein oder von hinten? Genau, geh ruhig mal rein Meine meine ich. und setz dich einfach mal rein, Vorsicht Schuhe. Und dann siehst du hier auf der Seite, da sind dann die Beine, die können dann hier drunter. Und die haben unglaublich viel Platz hier im Schrank gelassen. Vielleicht mal zunächst hier öffnen, da mal reinschauen. Und da ist alles ausgeschlagen, sogar, ich sag mal, Ich voll. stell mir gerade vor, du fährst irgendwie, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber das war gerade so ein Bild, du fährst irgendwie einen wunderschönen See und dann fährst du mit dem Hintern und dann öffnest du die Türen und guckst auf den See oder auf das Meer. Wie schön. Brauche ich jetzt viel Vorstellung. Ich gucke gerade auf die Megasat-Anlage bei Ich bin Palmowski. Schauspielerin, ich kann das. Du bist Schauspieler, ja. Ja, ich sehe das direkt. Ich sehe da so ein richtig, ich sehe das Meer, das Rauschen und die Boote. Okay. Dann sitze ich hier einfach und frühstücke. Krass, wie macht ihr das morgens? Habt ihr da irgendwas, was ihr nehmt, dass ihr das auch so Gedanken Ich weiß kommt? es nicht. Ist so, das übt man. Das ist einfach, nee, ich glaube, das ist einfach so. Das hat man oder eben nicht. Ich kann es mir auch vorstellen. Das Ja. heißt, du öffnest hier die Tür, dann gibt es übrigens im Zubehör, ganz tolle Geschichte, kannst du hier die Türen geöffnet lassen und du hast ein Fliegengitter über die ganze Rücktür und kannst es komplett auflassen. Also wenn du einfach mal komplett offen sein willst, Nicht das ganze Viechzeug hier direkt in der Bude hast. und das geht schnell, das kann ich dir sagen. Geht schnell im Sommer. Komm, ich komm mal auf die andere Seite. Deswegen ist das so, wenn du irgendwas sagst, ein Wort, ich habe direkt Bilder. Immer, egal was. Oh je. Das ist auch manchmal anstrengend. So, für komm mich. komm mal runter. Nee, es ist schön. Es ist schön. So, als du noch jung warst, mit 17, ja, also vor etwa 10 Jahren, da war das Thema natürlich Camping unglaublich in Mode. Jetzt Explosion, noch viel mehr in Mode. Das ist hier eine Fahrzeugklasse, das kannst du auch im Alltag benutzen. Das heißt also, viele Leute für viele Leute ist das der Erstwagen, den sie auch das ganze Jahr über benutzen. Ich habe einen gefilmt mit einer Laufleistung von über 500.000 Kilometern, weil es halt Unterwegs. ein Nutzfahrzeug eben. Schön. Also man kann es auch Aber ich benutzen. meine, das geht ja auch schnell, ne? Ich habe jetzt mein Fahrzeug 5 Jahre, ich habe auch schon 140.000 gelaufen und bin jetzt nicht irgendwie nach Italien oder sonst wo gefahren. Mach mal zu, beide Türen bitte.
wir uns das mal anschauen. Livingston K2. Vorsicht, dein Kopf. Im Prinzip Hochheben, einmal. bist du von Düsseldorf einmal nach Berlin und zurück, hast du schon 1000 Kilometer weg. Ich bin jetzt in 3 Monaten, habe ich 6000 Kilometer schon runter. Das geht. eigentlich relativ schnell. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass man mit so einem Fahrzeug, ja, wie viele Kilometer kann man mit so einem Fahrzeug fahren? Am Stück, mit einer Tankfüllung. Nee, nicht mit einer Tankfüllung, aber mit der Batterie. Ohne jetzt da... Autark zu stehen mit Solar, ewig. Oder wie meinst du Wie das? viele Kilometer kann ich mit so einem Fahrzeug fahren? Wie viel? Man sagt ja... 400.000, 500.000 locker. Ja? Ja. Also das ist ein Nutzfahrzeug. Das ist, ich meine, der läuft ja auch als, ich sag mal, als Transporter für DPD, für UPS und solche Firmen, wo die jeden Tag drauf rumjuckeln. Und dann haben die 300.000 Kilometer auf der Uhr. Da passiert nichts. Guckt euch, wir haben ein tolles Video gemacht über einen Händler, Wohnwagenhändler, der Wohnwagen abholt jeden Tag. Und der fährt mit dem Auto wirklich jeden Tag rum und hat über 500.000 Kilometer mit einem bauähnlichen. Das ist natürlich auch schön, wenn du draußen sitzt, dann brauchst du dich gar nicht viel bewegen, um die Getränke aus dem Kühlschrank zu holen. Der hochwertige Dometic ist nämlich schon mit drin. Guck mal, das Licht hier, also schön gemacht. Man, wir reden über ein Fahrzeug, Grundpreis 36.000 Euro. Ich geh mal rein. Das ist auch geil. Ich find's gut. Du kannst dir kochen und Getränke zubereiten, kannst das direkt rausreichen oder vom Bett aus. Ich meine, das ist schon, man muss sich einfach organisieren. Ne? Man muss einfach organisiert sein. Und man muss sich auch nahe stehen, wenn man mit der Person in den Urlaub fährt oder irgendwo hinfährt. Finde ich das mit so einem Wagen super. Also so wenig. Glaube ich echt auch mal machen. So wenig. Ein Jahr mit so einem Fahrzeug einfach mal los. Und du begleitest das. Ich würde einfach losfahren und gucken, wo es mich hin verschlägt. Ich würde es gar nicht planen. Aber wirklich so komplett durch Europa oder, ja, keine Ahnung, wohin man kommt. Also für das Geld, ganz ehrlich, kriegst du richtig viel Wohnmobil. Mit Bad, mit Küche, das ganze hochwertig, der hochwertige Dometic mit dabei. Dann hier oben das Kombi-Feld, wo du direkt sauber machen kannst in die Spüle. Das finde ich so genial. Mal die Seite öffnest, dann siehst du, du kannst jetzt hier reinigen und kannst direkt mit dem Lappen rüberwischen. Genau. Natürlich mit Piezo-Zündung. Also das, was du oft suchst bei Rollerteam, ist es drin. Und dann, oh je, dann auch die Sitzbank. Nichts passiert. Ich weiß. Steffi, zeig mal kurz, ob man da auch gut sitzt auf der Sitzbank, die jetzt da ist. Drehbare Sitze natürlich auf beiden Seiten. Ja, Geht. gemütlich. Guckst raus. Dann hier. Habe ich denn hier einen Tisch? Das frage ich mich. Ja, der ist jetzt nicht eingebaut. Der kommt hier in diese Rail rein, in diese Schiene, weil du darfst während der Fahrt den Tisch nicht montiert lassen. Aber Und der ist jetzt irgendwo versteckt wahrscheinlich. der ist hinten verstaut. Also das ist ja. auch nicht so schlimm, denn viele montieren gar keinen Tisch, muss man sagen. Die haben einen kleinen Beistelltisch mit dazu, den du machen kannst. Aber für die Fahrtsituation ist das natürlich... Nein, wenn ich mit diesem Fahrzeug unterwegs bin, dann bin ich auch draußen. Ja, dann stelle ich meine Möbel draußen auf und esse draußen oder sitze. Schönes Detail zeige ich dir mal gerade. Den Tisch, den du hier einhaken kannst, ja, den kannst du auch hier einhaken. Schau mal. Kannst du hier einhaken und dann kannst du den Tisch komplett draußen benutzen als Außentisch. Ah ja, sehr schön. Ist auch dabei. Und Siehst du, hatte ich direkt die Idee, dass man draußen sitzt. so, die Tür würde man ja auflassen. Großes Fliegengitter. Siehst du es? Ha, Steffi sucht. Wait. Da ist es. Über die komplette Länge kannst du zumachen und dann bleiben die Fliegen draußen. Wie ist das denn? Mir fällt das gerade so ein. Ich meine, wenn man jetzt ein Jahr mit diesem Fahrzeug unterwegs ist, dann ist das Fliegengitter ja schon voll. Dreckig. Ja. Genau, da gibt's. Kann man das dann wechseln? Nee, Ganz saugen. easy? Du kannst einfach saugen. Einfach absaugen? Du kannst auch abwaschen, das hält das aus, habe ich schon gemacht. Okay. Aber es ist gar nicht so schlimm. Ist nicht so Nee, es ist nicht so schlimm. Wie ich mir jetzt vorgestellt habe. Es gibt auch den guten Tornador, könnt ihr mal googeln. Das ist ein spezielles Gerät. Du kannst auch mit so einem, was ich gesehen habe letztes Mal, so ein Dampfdruckgerät, das ist genial. Also, dass du das machst. Säubern. Ja, genau, da kommt Vielleicht hängen wenig. mir einfach so Fliegenfänger. Ach, die fliegen. Nein, ach, ich Nee, weiß, was das du meinst. Du meinst, die knallen denn dagegen, sterben in dem Vorhang. Das ist ganz schlimm. Nee, Okay.
ich bin ein Tierfreund. Also nee, aber im Pferdestall hatten wir früher immer diese Fliegenfänger. Kennst du die noch? Diese ekligen Dinger, die von der Decke hingen und dann die Fliegen da fest. Also das ist ganz Was unheimlich. das krass ist, für das Geld haben die eine Privacy-Verdunklung unten, von unten nach oben. Zeig mal gerade. Denn überleg mal, das haben selbst hochwertige Fahrzeuge nicht und das ist hier eingebaut. Dann hast du eine Remis-Verdunklung an der Seite für das Geld, die du einfach reindrücken kannst. Ich zeig das mal gerade hier an der Seite. Hast also hier nochmal zusätzlich die Verdunklung mit drin. Kannst also ruckzuck dicht machen. Und hier, guck mal, sogar Lederoptik. Da ist das Ganze hier in Kunstleder eingefasst. Schick, wirklich schick. Schick. Ja, absolut. Ich meine, du kriegst für 35.000 oder knapp 40.000 ein Neufahrzeug mit allem Zip und Zap, ne? 36 sind es. Und Wenn du jetzt noch mit der extra hast, Ausstattung mit hier der Ausstattung. liegen wir bei knapp über 40. Ja. Das ist schon großes Kino. Natürlich eine Fahrerhausklimaanlage ist mit dabei. Das ist mit drin. Übrigens langt auch die Motorleistung bei einem kleinen Kastenwagen vollkommen. Wenn ich jetzt nicht noch einen Pferdeanhänger dran mache. Also ich würde mit diesem Fahrzeug auch fahren. Wirklich. Würde ich machen. Hier oben hast du überall noch Taschen, die sind schon mit integriert, Ablagefächer. Dann schau mal hier oben, das Ganze schön beleuchtet mit einer Hintergrundbeleuchtung. Es kostet ja nicht viel, wenn man es gut machen will. Da oben hast du schon gleich die Vorbereitung für deinen Fernseher mit drin, also 12 Volt, 230 Volt. Ja, die Küche hat ganz viele Fächer. Da mal gerade mal 2, 3 öffnest, dass wir mal die großen Fächer zunächst mal öffnen. Achso, hier ist Besteck, Ablage. Und auch viele Oberschränke. Das ist das Bordbuch übrigens mit allen Bedienungsanleitungen drin. Oben drüber noch ein Schrank. Guck mal hier die Scharniere auf, wie gut das gemacht Ja, ist. ja. Weißt du, alles richtig hochwertig. Innen auch Vollkorpusmöbel. Also irgendwie haben die sich ja am Preis vertan. Ohne Witz, habe ich schon bei Wettbewerbern gesehen, da ist da schon mal eine 5 davor. Das finde ich immer so schön. Ein Apotheker. Apothekerschrank. Der Und da oben auch dein Weinfach, mein Weinfach. Und hier habe ich dann die Schränke. Also wer ein solches kompaktes Fahrzeug haben möchte, ich meine, der weiß ja vorher, was er kriegt, der hat ein extrem tolles Fahrzeug für Very nice. kleines Geld. Hier unten Leselampen Ach, guck mal, mit Touch. mit Touch direkt Ganz mit drin. easy. Das Ganze mal 2. Zack. Wow. Dann guck mal, der große Schrank hier, wenn du den jetzt mal öffnest, dann kann man den mal gut sehen. Da auf der Seite, da hast du also nochmal für Klamotten, guck mal, sogar mit hier den Stahlfedern mit drin, die das Ganze offen halten. Toll. Guck mal, sogar ein kleiner Kleiderbügel da oben, siehst du den? Der drin ist. Wenn du da jetzt ein Hemd oder ein T-Shirt oder sowas reinhängst. So, dann möchte man sich ja auch mal duschen. Boden übrigens Schiffsbodenoptik. Von der Länge her macht das Fahrzeug sehr lang. Der ist auch, also den Boden finde ich auch edel. Gefällt mir. Es hat so was Parkett, Laminat ähnliches. So, ich guck Lass mal dich rein. mal alleine rein, weil Danke. So, Duschvorhang hier oben drin. Der wird einmal rund gemacht. Eine kombinierte Toilette, eine Tedford-Kassettentoilette mit drin. Das Waschbecken kann man ausklappen. Das ist auch ein schönes Detail, was man hier einfach mal zeigen kann. Da ist auch die Dusche mit drin, die man dann auszieht und einfach hier oben einhängt. Da ist sie mit drin. Stehhöhe, denke ich mir 1,90 Meter hier drin. Das ist auch sehr ungewöhnlich. Also ich bin ja 1,83, also bis 1,90 Meter wäre das kein Problem. Müsste man dann ausprobieren. Und die Fensterchen, guck mal hier, Steffi, lunz mal gerade hier rüber. Sieht aus, kommst du mal gerade, siehst du da? Sieht original aus wie ein Flugzeug. Stimmt. Dann noch Ablagefächer, du hast für das Toilettenpapier, du kannst, also der Duschvorhang ist jetzt nicht montiert. Das Geniale beim Duschvorhang ist, es klappert nicht, du kannst ihn austauschen für ganz kleines Geld und der wiegt nichts. Das stimmt. Weißt du, gerade bei so einem kleinen Fahrzeug, dann auch die Beschläge hier. Also die Türen, ne? Man merkt richtig, es ist massiv. Also trotzdem, es wackelt gar nichts.
So, man kann übrigens, egal wenn es irgendwie mal ein bisschen wackeln sollte, es gibt so ganz kleine Puffer, die du drunter machen kannst. Die haben wir schon mal gesehen, einen braun oder einen schwarz. Die klebst du nur auf, dann wackelt gar nichts mehr. Dann muss man sie ein bisschen fester zudrücken dann. Das sind so, ich sag mal so Feinheiten, wenn man merkt, da klappert noch mal was. Großes Fach. Die ganze Sitzbank ist komplett staufach. Hier siehst du auch die Holzverarbeitung, Pappelsperrholz. Im Moment unbezahlbar. Da drunten ist sogar noch, das Geniale ist, du hast hier eine kleine Fußbodenheizung mit drin. Siehst du das? Weil die Luft nämlich hier durch den doppelten Fußboden durchgeht für warme Füße. Da sind die Luftausströmer im Fußbereich. Hier sind nochmal Luftausströmer. Ja, super. Ich habe ja gestern auch ein bisschen Sorge gehabt, dass mir zu kalt wird, aber es war echt richtig schön warm und muckelig. Ne? Draußen waren es 8 Grad nur. Und es war echt warm. Ich musste die Heizung runterdrehen. Musst du runterdrehen. Also deswegen. Heki mit drin. Ist wirklich schön gemütlich dann auch hier. Mach mir mal einen Gefallen bitte. Mach mal bitte die Klappe auf. Da komme ich jetzt nicht ran. Welche? Da unten ist so ein Staufach am Boden. Im Boden, schau mal. Und da hast du nochmal, weißt du, für Schuhe, Schlappen und so weiter kannst du reinlegen. Und natürlich hier unten dann nochmal ein großes, ja, der Blick hier nochmal hier draus. Also mich hat überzeugt. Ich zeige euch nochmal den Preis. Wir sind bei Palmowski in Bielefeld, Rollerteam. Entschuldigung. Nichts passiert. Das hält er aus. Sie hat noch Energie, sagt sie. Ja, wie hier steht, Rollerteam Livingston K2 mit allen Extras 43.299 Euro oder netto 36.385 Euro für Firmen ohne Mehrwertsteuer. Das ist ein Neuwagen mit ganz vielen Extras und es geht bereits schon los bei 35.999 Euro. Kaufen ja auch viele Leute, kaufen sich das Ding einfach mal nackt, rüsten sich alles nach. Du kannst alles nachrüsten. Leuten geht es auf den Geist, dann kann man es direkt kaufen. Aber ich folge einigen auf Instagram, die das gerade machen und das ist echt toll, weil du kannst das so gestalten, wie du willst. Ja, wenn Leute sagen Man muss 35, aber Lust 600. haben, sich selber das zu gestalten. Ne? Und so, das wäre jetzt ein Fahrzeug, was ich mir kaufen würde. Weil da hast du alles drin. Und Ja, ein absolutes Wunder, muss man sagen. Vielen Dank fürs Einschalten. Heute 8. Mai 2021. Wir sind bei Palmowski in Bielefeld. Vielen Dank für die Bereitstellung der Fahrzeuge. Danke, Steffi. Tschüss.